Die vierte Generation des Kia Sorento ist optisch markanter als je zuvor. Wir haben dem 4,8 Meter langen SUV in den letzten 12 Monaten im Autotouring Dauertest vieles abverlangt und dabei wichtige Dinge notiert. Ein Resümee nach mehr als 30.000 Kilometern. Der Kia Sorento ist ein richtig opulentes Auto geworden, vor allem im Vergleich zu seinem eher rundlich gestylten Vorgänger. Das Design erinnert fast an amerikanische SUV, verstärkt auch durch die auffälligen dreigeteilten Rückleuchten. Wem es auf Größe ankommt, der ist im Innenraum des Sorento bestens aufgehoben. Das Platzangebot ist hier in der zweiten Reihe mehr als üppig und selbst der Zugang nach hinten sehr einfach. Selbst auf den beiden Sitzen in der dritten Sitzreihe sitzt man trotz stark angewinkelter Beine immer noch halbwegs bequem. Richtig groß und gut nutzbar ist auch der Kofferraum. Praktisches Detail: die verschiebbare Rückbank erspart in der Praxis oftmals das Vorklappen der Rücksitzlehnen beim Transport sperriger Gegenstände oder großem Gepäck. Zarter Kritikpunkt: die elektrische Heckklappe öffnet und schließt sehr langsam. Eine Kia-Domäne ist das Cockpit. Die Verarbeitung ist hervorragend, die verwendeten Materialien größtenteils hochwertig. Auch die Bedienung bedarf keinerlei langwieriger Eingewöhnung. Große, gut leserliche Tasten. Am Lenkrad hat man alles schnell im Griff. Der große Touchscreen, dessen Menüführung intuitiv ist, schnell durchschaut. Auch anders als bei anderen Fahrzeugen wechselt man im Sorento die Fahrstufen mit einem Drehrad. Sinnvoll und sicher zugleich: das Bild der Seitenspiegelkameras inklusive totem Winkel wird beim Blinken in die digitalen Rundinstrumente eingeblendet. Zum ersten Mal gibt es den Sorento auch als Hybrid und als Plug-in-Hybrid. Unser Dauertester ist ein Plug-in-Hybrid. Er hat einen knapp 14 Kilowattstunden großen Akku, der auch an einer externen Stromquelle aufgeladen werden kann. Im Test sind wir auf maximal 52 Kilometer maximale Reichweite gekommen, wobei es beim Sorento keinen wirklich reinen E-Betrieb gibt. Vor allem im Winter springt der Verbrennungsmotor, ein 1,6 Liter Benziner, immer wieder an, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Und natürlich, wie es beim Plug-in-Hybrid ist, kommt es darauf an, wie häufig, wie oft man ihn auflädt. Man kann so die Tagesstrecken immer rein elektrisch fahren, wenn man brav auflädt. Das geht maximal mit 3,7 kW. Das heißt, dass er doch zumindest 4 Stunden für eine volle Akkuladung braucht. Vom Verbrauch her, wir haben den Bordcomputer ausgelesen. Es wird ja alles, was getankt wird, gefahren wird und in den Akku reingeladen wird, von Kilometer 0 weg gespeichert. Wir sind auf die über 30.000 Kilometern sind wir auf einen Verbrauch von unter 8 Litern gekommen. Rein elektrisch, wenn man ihn fährt, ist dann im Vergleich zu einem normalen E-Auto der E-Verbrauch eigentlich relativ hoch. Der liegt bei 35 Kilowattstunden. Es kann nicht so effizient sein, wenn man sowohl Verbrennungsmotor als auch Elektromotor hat. Da fließt dann doch einiges mehr an Strom durch. Wirklich positiv auch hervorzuheben ist die Bremsleistung des Sorento, obwohl er so ein großes Auto und natürlich auch ein ziemliches Gewicht hat, bleibt er von 100 auf 0 unter 36 Meter. Das ist für ein so großes SUV wirklich ein guter Wert.